Dies sind oft die ersten Dinge, die uns in den Sinn kommen, wenn wir an Afrika denken. Aber viel zu oft vergessen wir, unsere Perspektive zu erweitern und die anderen Seiten zu sehen. Zu sehen, welche inspirierende Menschen hier leben, welche enorme Vielfalt an Kulturen und Naturwunder es hier gibt. Was können wir von den Menschen hier lernen und wie können wir gemeinsam zur Entwicklung auf diesem Kontinent beitragen? In diesem Film werden wir die namibianische Kavango-Region besuchen. Wir werden lernen, wie die Menschen hier leben, welche Ziele und Chancen sie haben und was wir tun können, um auch hier lebenswertere Bedingungen zu schaffen. Noch nie war es so wichtig zu verstehen, wie die Probleme in armen Regionen entstanden sind, warum die Menschen von dort fliehen und wie man ihnen hilft. Was wir in den nächsten 20 Jahren tun, wird die Zukunft für alles Leben auf der Erde bestimmen. Wir werden zeigen, was getan werden muss und bereits getan wird, wenn wir auch hier eine Zukunft sichern wollen, in der sich Mensch und Natur grenzenlos entfalten können. Wir sind in der Kavango-Region im Norden Namibias. Hier befindet sich die Kayuga River Lodge, ein Gasthaus mit 12 Zelten und 8 Bungalows, direkt an der Grenze zu Angola. Hier kommen Gäste aus aller Welt her, um während ihrer Reise durch Afrika zu übernachten. Alle Einnahmen der Lodge fließen in die Entwicklungsprojekte der Kavango Community Development Foundation. Dazu zählen 5 Kindergärten, in denen die Kinder Bildung erhalten. Ein Waisenhaus, welches Kinder ohne Zuhause aufnimmt, und ein Wasser- und Agrarprojekt, welches die umliegenden Häuser und Familien mit den Grundnahrungsmitteln versorgt. Wir wollen verstehen, wie die Menschen hier in einer Welt extrem schneller Veränderungen von diesen Projekten profitieren, mit welchen Mitteln wir sie auf die Zukunft vorbereiten können und welche Probleme und Herausforderungen uns noch bevorstehen werden. Wir sind zu Hause bei Amanda. Sie lebt hier mit ihrer Familie und ihren Kindern. Sie und ca. 25.000 weitere Bewohner profitieren von dem von der KCDF gebauten Wasserprojekt, welches aus 6 Bohrlöchern frisches Grundwasser in riesige Tanks pumpt. Ein Netz aus 30 Kilometer langen Rohren versorgt alle umliegenden Häuser mit sauberem Trinkwasser. Während Wetterextreme immer weiter zunehmen, begünstigen die Klimaveränderungen die Verbreitung von Malaria und anderen Erkrankungen durch unsauberes Wasser, welches vor dem Bau des Projektes im Jahre 2006 aus dem Fluss bezogen werden musste. Mit ausreichend finanziellen Mitteln können wir es schaffen, den nächsten 25.000 Bewohnern sauberes und sicheres Trinkwasser zu bereiten. Und dann ist da das Agrarprojekt. Hier werden auf einer riesigen Fläche Pflanzen angebaut, um unabhängig von Importen eine ausreichende Ernährung und medizinische Versorgung zu gewährleisten. Wir Menschen verfügen heute über mehr Möglichkeiten zu lernen und sich zu vernetzen als noch vor 30 Jahren. Gleichzeitig fehlen Millionen Kindern immer noch elementare Dinge wie sauberes Wasser, medizinische Hilfe, ausreichend Nahrung oder eine gute Schulbildung. Und es gibt weiterhin eine erschreckende Kluft zwischen Kindern, die gut gefördert und behütet aufwachsen, und denen, die keine faire Chance haben, am Leben der Gesellschaft teilzuhaben. Bis zum Jahr 2030 werden auf der Erde fast 2 Milliarden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 24 Jahren leben. Die junge Bevölkerung in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern könnte eine große Chance für deren Bevölkerung sein, wenn sie gut gefördert werden. In den 5 Kindergärten der Kavango CDF erhalten 180 Kinder Zugang zu hochwertiger Bildung und Erziehung, um sie auf den Besuch der Grundschule vorzubereiten.
Alright. Hey! My name is George. Me, I want to become a police. I want to become a doctor. Doctor. Alright. I want to become the nurse. Als letzte Station machen wir uns auf den Weg ins Waisenhaus, in dem zurzeit 30 Kinder aufwachsen und versorgt werden. Die Kindheit ist eine Zeit, in der Kinder Liebe und Geborgenheit erfahren sollten, in der sie spielen, lernen und sich entwickeln. Sie ist die entscheidende Phase im Leben eines jeden Menschen. Deshalb brauchen Kinder besonderen Schutz und Unterstützung. Und mit diesem Projekt wird genau diese Mission vorangetrieben. Die Kavango CDF bereitet den Kindern hier eine gute Gesundheitsversorgung, Bildung, angemessene Lebensbedingungen, Ernährung und Kleidung. Sie gibt jedem Kind eine persönliche Identität und einen sicheren Weg in die Zukunft. Mädchen und Jungen, Männer und Frauen, deren Grundrechte wie Nahrung, Bildung und Sicherheit gewahrt sind und ihre Chancen erkennen, sind besser darauf vorbereitet, gemeinsam nach Lösungen für zukünftige Herausforderungen zu suchen. Es ist aber auch die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, die Menschen hier zu schützen, zu fördern, zu beteiligen und ernst zu nehmen. Dazu gehört ein entschlossener Kampf gegen Armut, Hunger und Umweltzerstörung sowie nachhaltige Investitionen in Bildung und Ausbildung. Wir müssen aufstehen für Afrika. Wir müssen aufstehen für die Welt von morgen.